In meinem aktuellen Projekt forsche ich gerade daran, wie ich diesen süßen Mops hier von seinen jetzigen 25 Gramm auf unter 10 Gramm reduzieren kann. In dem Sinne möchte ich euch verschiedene Gießverfahren vorstellen und wie man seine Gussform an diese anpassen sollte. Das ist zum einen das Rotationsgießen mit einem Rotocaster, den ihr hier schon sehen könnt, dann das Schaumgießen mit zweikomponentigen Polyurethanschäumen und der Vollguss mit hochgefülltem Gießharz. So, als erstes das Hohlgussverfahren. Industriell mit Spritzgussmaschinen wird das Ganze gerne mal in 2 Hälften gemacht, die man dann später zusammenfügt. Das ist aber natürlich in Handarbeit ziemlich aufwendig, weil man im Grunde diesen Grat 3-mal reinigen muss. Also einmal an jedem Bauteil und dann nach dem Zusammenkleben wahrscheinlich nochmal. Deswegen gibt es noch das Rotationsgießen, entweder in Handarbeit, wenn man keinen Rotocaster hat, den zeige ich euch nachher gleich. Dabei gibt es allerdings die Schwierigkeit, dass in der Negativform die Flüssigkeit logischerweise mehr an den Tiefen landet als an den Höhen. Wenn man dann zu wenig Gießharz verwendet, entsteht sowas hier, sprich der Kopf und die Beine sind komplett gefüllt und die tief liegenden Falten sind überhaupt nicht bedeckt oder viel zu dünn. Das sind jetzt 5 Gramm Harz, das hier sind 10 Gramm und das Problem tritt immer noch auf. Man sieht ganz leicht das Licht durch. In dem Fall ist es jetzt noch nicht schlimm, das wäre vollkommen stabil genug, aber es ist auch nur noch eine 50-prozentige Materialersparnis. Bei größeren Gießlingen ist es wesentlich gewinnbringender, wenn man das Rotocasting einsetzt. Außerdem kann man da nur empfehlen, ein schlagzähes Gießharz zu verwenden. Das hier ist jetzt Biresin G26, das eigentlich relativ spröde ist. Also das bricht. Und es gibt auch nicht so viele Produkte, die eine entsprechend kurze Topfzeit haben und dann eben trotzdem relativ zäh-elastisch sind. Beim Schaumgießen wird ein zweikomponentiges Polyurethansystem in eine Gussform gebracht als Flüssigkeit, das sich in dieser dann ausdehnt und eine gleichmäßige Zellstruktur bildet. Die resultierenden Güsse sind unglaublich leicht, aber auch fragil. Also gegen Stoß- und Bruchbelastungen sind sie wesentlich anfälliger als massive Kunstharzgüsse. Es gibt das Ganze auch als Weichschaumsysteme, aber meistens hat man immer nur die Wahl zwischen sehr spröde und viel zu weich. Das andere Problem ist, dass der Schaum, auch wenn er sich ausdehnt, Lufteinschlüsse in der Gussform bilden kann. Zum Beispiel an Details des Gesichts würde das jetzt hier zum Beispiel auftreten. Und ein weiteres Problem ist, dass die Schäume viel zu schnell arbeiten, als dass man relativ entspannt damit arbeiten könnte. In der Regel ist es einfacher, die Form offen zu füllen und danach zu schließen. Aber eine Möglichkeit ist es auch, den Schaum direkt in einer Spritze anzurühren und dann in die Gussform zu injizieren. Wenn der Schaum dann anfängt zu arbeiten, muss man unbedingt Luftlöcher in der Gussform lassen, dass der Schaum entweichen kann. Aber trotzdem arbeitet der Schaum in der Regel so stark, dass sich die Gussform entweder in der Richtung auseinanderdehnt oder in Längsrichtungen sich verformt. Oft bekommt man dann auch entlang der Trennlinie unschöne Grate, die man dann verschleifen müsste. Und da das Ganze ja ein offenzelliger Schaum ist, ist das Ganze dann porös und für eine spätere Bemalung ziemlich unschön. So, hier in der Gussform waren auch nur 3 Gramm, aber die Gussform habe ich vorher in die Mikrowelle gestellt und auf ungefähr 40 Grad erhitzt. Da hat der Schaum wesentlich schneller angefangen zu quellen und ihr seht ja auch, dass wesentlich mehr rausgekommen ist.
Trotzdem, ihr seht, der Arm ist nicht vollständig, wahrscheinlich weil es in dem Fall zu schnell ging. Ja, einige der Details sind nicht mitgenommen. Kann natürlich auch immer am Schaumsystem liegen, manche sind da bestimmt besser als andere. Aber ganz so einfach ist es auf jeden Fall nicht. Bei einem leichtgewichtigen Vollguss kann man sogenannte Microballoons einsetzen, um sein Kunstharz zu füllen. Diese haben ein wesentlich geringeres Raumgewicht, aber dicken das Harz an. Man kann also sich zum einen sein Kunstharz wählen, also die Topfzeit und die Flexibilität ist variabel, genauso wie der Füllstoffanteil, dann die Fließfähigkeit und die spätere Brüchigkeit bestimmt. Also je mehr Microballoons ihr reinhaut, desto dickflüssiger wird euer Harz und desto spröder auch das Ergebnis. Es ist also clever, ein C-elastisches Harz zu verwenden, das eine relativ lange Topfzeit hat, damit man das Ganze gut verrühren und dann auch in die Gussform bringen kann. Das Problem ist nämlich, dass das angedickte Harz, wenn es langsamer fließt, auch mehr Lufteinschlüsse bildet. Das heißt, man muss sehr vorsichtig sein oder das Harz eben nicht so stark andicken. Man kann entweder im offenen Zustand das Ganze reinpinseln und reindrücken und danach die Form zusammenquetschen. Das ergibt allerdings an der Trennlinie einen relativ starken Versatz, wie ihr das hier so sehen könnt. Das müsste man dann wieder verschleifen. Man kann das Ganze allerdings auch vorher schließen und das Harz mit einer Spritze in die Gussform initiieren. Beim Vollgussverfahren ist der Einsatz einer Druckkammer sehr hilfreich, also einem speziellen Behälter, der mit Druckluft gefüllt wird und die darin enthaltene Luft komprimiert. Sprich, die in der Gussmasse enthaltenen Luftblasen werden kleiner. Allerdings müssen die Gussformen bis zum Ende der Formzeit hier drin bleiben und solange ist die Druckkammer natürlich belegt. Ein weiterer Punkt, an den man dann denken muss, ist die Effizienz des Systems, das man verwendet. Beim Rotationsgießen ist zum Beispiel die ganze Zeit der Rotocaster im Einsatz und wahrscheinlich hat man nicht mehrere, man kann also immer nur einen Guss gleichzeitig machen. Dasselbe gilt für die Druckkammer. Und beim Schaumgießen wiederum ist das Problem meistens, dass die Schäume unglaublich schnell abbinden und man also richtig hinne machen muss. Deswegen bin ich auf folgendes System gekommen. Ich gieße zuerst mit einer separaten Gussform diese Kerne hier. Dieser Kern hat nur 2,21 Gramm, der dann wiederum in der eigentlichen Gussform für den Mops Platz findet. Die kann ebenfalls geschlossen werden und aufgefüllt werden. Also es wird eine zweiteilige Variante benötigt. Am Anfang habe ich in Monster Clay das Original eingebettet und die perfekte Trennlinie modelliert, die Schlösser gesetzt und Einläufe. Und danach hier mit solchen modularen Lego-Wänden einen Formkasten geschaffen und das Ganze einfach mit der benötigten Menge Silikon vollgegossen. Danach das Ganze umgedreht und den Gang wiederholt. Da findet ihr etliche Videos, wie man das macht. Und das ist die allereinfachste Methode, eine Silikonform zu machen, aber nicht für alle Anwendungen geeignet. Der Nachteil einer solchen zweiteiligen Blockform ist nämlich, also neben dem erhöhten Materialverbrauch, dass man die Form nicht so richtig zusammenpressen kann. Wenn man jetzt nämlich mit Schraubzwingen oder mit Gummibändern versucht, diese Form stärker zusammenzupressen, verformt sich das Ganze. Das bedeutet, dass man in manchen Fällen nicht einfach eine Blockform machen kann, sondern zu einer Stützkappenkonstruktion greifen muss. Speziell bei dem Kern habe ich das schon gemacht. In dem Fall hat nämlich der Schaum zu sehr gearbeitet und immer die Kerne verformt. Da die Kerne aber eine spezielle Größe haben müssen, damit sie dann später wieder in die Gussform passen, ist das so nicht geeignet. Deswegen das Ganze als Brush-on-Silikonform, das heißt, man hat wieder genau dieses Bett modelliert, dann die 5 Kerne waren hier drin mit einem kleinen Einlauf, wieder in Monster Clay gebettet und danach aber eben nicht das Ganze vollgegossen, sondern in 2 Schichten eine ganz dünne Silikonhaut aufgetragen. Das reicht auch völlig aus, wenn die nur so 3-4 mm dick ist. Der Nachteil bei der Brush-on-Silikonform ist, dass man sehr einfach Luftblasen einschließen kann und dass es gelegentlich nicht so glatt wird, wie man das gerne hätte. Das heißt, die Stützkappe greift dann etwas schwieriger und man muss vielleicht ein bisschen fummeln, aber da gibt es auch ein paar Tipps und Tricks, wie man das richtig gut hinbekommt. So, also Stützkappenkonstruktion verhindert, dass der Schaum das Silikon großartig in irgendwelche Richtungen drückt und man hat immer einen perfekten Gießling mit kaum einem Grad. Bei der Gussform der Möpse hat sich ein ganz ähnliches Problem ergeben. Da wird zwar kein Schaum reingegossen, aber eben ein sehr hochgefülltes Gießharz, das eine geringe Fließfähigkeit hat.
Also heißt es, die Gussform auch wieder als Stützkappenkonstruktion herzustellen. Eine Brush-on-Silikonform zu erstellen ist für eine einmalige Anwendung, wie zum Beispiel bei den Kernen, also da brauche ich jetzt nicht mehrere Gussformen, völlig okay, das dauert dann ein paar Stunden, aber ist dann auch fertig. Aber, wie schon gesagt, können da Luftblasen drin vorkommen. Ich möchte aber für meine Anwendung eine komplett blasenfreie Gussform, die ich dann auch in die Druckkammer stellen kann. Wenn ihr nämlich Luftblasen in eurer Silikonform habt, werden die auch in der Druckkammer komprimiert und können dann im Gießling Verformungen erzeugen. So, und wenn man sowieso mehrere Gussformen von einem Objekt hatte, ich dachte so an 5 Stück, bietet es sich an, eine Matrix-Gussform zu erstellen. Das ist von der Konstruktion genau dasselbe wie so eine Stützkappenkonstruktion. Man hat eine Silikonhaut und eine Stützkappe, die eben sich gut zusammenpressen lassen. Bloß eben, dass das Silikon nicht dickflüssig da reingepinselt wird, sondern in einen Hohlraum eingeschüttet wird. Und das kann ich euch jetzt cool zeigen. Ich bin ja gerade bei einem Zwischenschritt. Hier seht ihr die untere Hälfte des Mopses als Stützkappe und Silikonhaut. Hier den vorher modellierten Zwischenraum mit Monster Clay. Also hier direkt zwischen Monster Clay und Silikon befindet sich der Mops und die neue Stützkappe. Das heißt, auch in der Reihenfolge wird es angefertigt. Und jetzt kann ich euch, also gestern hatte ich die Kamera nicht dabei, sonst hätte ich euch das direkt live zeigen können, wie auch die erste Hälfte entstanden ist. Aber da müsst ihr halt jetzt ein bisschen Fantasie haben, wie das abgelaufen ist. So, und jetzt, das müsste theoretisch sehr einfach abgehen. Ja. Hier seht ihr die neue Formkonstruktion. Das ist also die erste Hälfte. Das ist der neue Einlauf, der anders konstruiert ist. Und hier seht ihr den süßen Mops-Pops. Danach habe ich hier ein bisschen Frischhaltefolie draufgelegt, einfach damit die Seite nicht dreckig wird. Und das Ganze mit Monster Clay. Kriege ich den jetzt hier ab? Das geht ja ganz schön kacke. Mehr Trennmittel verwenden soll. Naja, also das, was dann mit Silikon eines Tages, also heute, gefüllt werden soll, mit Monster Clay aufmodelliert und danach direkt die Stützkappe aufgegossen. Die habe ich jetzt gerade wieder entfernt. Die Schlösser muss ich hier noch rauspopeln. Danach das Ganze wieder zusammenbauen. Also ich habe dafür spezielle Löcher gesetzt, damit ich das dann im richtigen Abstand montieren kann. Und jetzt seht ihr hier diesen Hohlraum, den werden wir jetzt gleich mit Silikon füllen. Danach haben wir eine absolut perfekt blasenfreie, wunderschöne Gussform, die wir auch sehr einfach reproduzieren können. Die meiner Meinung nach beste Methode, jetzt das Silikon in diesen Zwischenraum zu bekommen, ist, diesen Kasten so zu schließen, natürlich ringsrum mit solchen Wänden, und das Silikon am tiefsten Punkt einzufüllen. Entweder könnt ihr euch einen Schornstein bauen und das von oben irgendwie in den Trichter reinkippen. Ich werde aber eine Spritze verwenden und das hier reindrücken. Dadurch kann das Silikon von unten nach oben steigen und die Luft rausdrücken. Dafür müssen wir natürlich hier ein paar Löcher bohren, damit die Luft auch irgendwo rauskommt. Sobald das Silikon dann aus diesen Löchern quillt, müssen die verschlossen werden, damit es nicht endlos weiterfließt, bis es dann am höchsten Punkt angelangt ist. Die todsicherste Variante allerdings, um wirklich überhaupt keine Luftblasen auch in der Oberfläche zu haben, es kann nämlich durch die Oberflächenspannung immer mal sein, dass in irgendeiner blöden kleinen Stelle sich dann doch eine Blase verfangen hat, wird die allererste Schicht aufgepinselt. Das Material ist übrigens Polyurethan-Gießharz mit Microballoons gefüllt, also es ist ziemlich leicht, aber sehr stabil.
Da ich vorhin diesen Beschleuniger mit in das Silikon gemischt habe, kann ich jetzt schon in Form nach ungefähr 1,5 Stunden. Dieser Beschleuniger von Smooth-On, Platt-Cut genannt, kann wie gesagt die Entformzeit reduzieren, reduziert aber auch die Topfzeit gleichermaßen und als Nebenwirkung wird das Silikon ein bisschen weicher. Oh nein, eine Luftblase. Scheiße. Naja, aber es wird schon gehen. Die ist weit jenseits des eigentlichen Gießlings. So, jetzt müssen wir das hier noch alles schön sauber schneiden. Ein klasse Werkzeug dafür sind diese aus der Drogerie für Nagel, ich weiß nicht genau wie das heißt, irgendwelche, so ein Beauty-Werkzeug, wo man ganz klasse alles Mögliche einfach trimmen kann, auch solche feinen Ränder. 1A. Nur empfehlen. Kostet, was weiß ich, weniger als 1 Euro. So, jetzt der Augenblick der Wahrheit. Rand finden. Okay. Kann man jetzt vielleicht ein bisschen schlecht erkennen, weil das Silikon transluzent ist. Aber die Oberfläche ist perfekt. Also die direkte Gießhaut. Ich habe nur hier eine Luftblase, die allerdings ganz oben ist an der Oberfläche, also jetzt nicht wirklich stört und außerdem ist sie neben dem Mops. Also die wird kein Problem sein. Tippitoppi. Okay, das Entformen hat ja schon mal super geklappt. Den Testguss mache ich später erst. Ein bisschen schade, da kann man es ziemlich schlecht erkennen, vielleicht so gegen das Licht. Also hier oben ist jetzt ein Trichter, der ist nur als Reservoir für die Druckkammer später. Die Gießmasse wird dann von hier unten reingespritzt, drückt von unten wieder die Luft raus und hier oben das Reservoir ist dann das in der Druckkammer, wenn das Ganze komprimiert wird, keine Luftblase oben im Kopf entsteht, sondern ein vollständiger Guss entsteht. Wir haben, obwohl die Gussform, also die Fläche jetzt größer ist, 114 Gramm, die alte Gussform, wie gesagt Blockform, 183 Gramm. Ist jetzt nicht so, dass ich mir Silikon vom Munde absparen muss. Sobald man Silikon in 40 Kilogramm Gebinden holt, ist der Literpreis relativ gering. Aber naja, der Vorteil ist auch, dass ich jetzt eben die zusätzlichen Gussformen, also ich werde wahrscheinlich 5 machen, relativ schnell hinbekomme. Dafür muss ich jetzt noch, wie ich das für die alte Version auch schon gemacht habe, solche Formkästen machen. Das sind sozusagen wiederum die Negativformen des Negativs. Also ich habe dann so einen Kasten hier, kann das einfach mit Silikon voll gießen, habe danach eine Formhälfte. Das wird für die Matrixform natürlich ein kleines bisschen anders aussehen, aber so in dem Sinne ungefähr. Okay, na, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Oder ich konnte euch wenigstens die Angst nehmen, selbst mal eine Matrixform auszuprobieren. Es ist in der Vorbereitung, also im Aufwand, wesentlich höher als eine einfache Brush-On- oder Blockform, aber dafür hat man auch etliche Vorteile. Also die Dünnwandigkeit spart natürlich Material, man kann es ordentlich zusammenpressen, ohne dass sich was verschiebt. Genauso kann man dickflüssige oder schäumende Gießmassen verwenden, ohne dass sich da irgendwie die Versätze an der Trennlinie ergeben. Man kann die Gussform ziemlich schnell und blasenfrei reproduzieren, also wenn man das Ganze erstmal gemacht hat. Ja, und das gehört eigentlich einfach zum Repertoire eines Formbauers dazu. Einfach nur Silikon kaufen und irgendwo draufkippen, das kann ja jeder. Na denn, ciao.